In den folgenden Minuten möchte ich euch zwei extrem einfache, schnelle und günstige Möglichkeiten zeigen, wie ihr Rost darstellen könnt. Und natürlich auch, wie ihr diese Techniken miteinander kombiniert. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer diesem Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich für Rosteffekte gerne die Model Washes von Vallejo, die Effektfarben von Dirty Down, ehemals Model Mates, und natürlich auch andere Spezialprodukte nutze. Aber da all diese Effektfarben und Washes Geld kosten, kann das beim Verrosten von vielen Geländestücken oder gar einer ganzen Spielplatte schnell ins Geld gehen. Deswegen nutze ich gerne die zwei folgenden Techniken, um damit schon mal den gröbsten Rost vorzubereiten, um dann für den Rest bzw. die letzten Highlights teurere Rostprodukte einzusetzen. Fangen wir mit Technik Nummer 1 an. Für diesen ultra simplen Rosteffekt braucht ihr nur ein knalliges Orange, das ihr dann kräftig mit Wasser verdünnt. Der fertige Mix sollte sehr transparent sein, testet das unbedingt mit einem sauberen oder Extrapinsel. Dann wird der Mix einfach hier und da oder nahezu überall auf den Untergrund aufgetragen. Achtet nur darauf, dass sich keine harten Kanten bilden, indem ihr die Ränder weich ausfächern lasst. Außerdem sollte nicht zu viel von dem Mix in die Vertiefung laufen, weil die sonst pur orange werden. Ich mache das hier mal mit Absicht, damit ihr das später seht. Aber selbst wenn euch sowas passiert, ist das kein Beinbruch. Gebt dann einfach etwas braunen Wash drüber. Und während das nun trocknet, kommen wir zur zweiten Technik. Dafür braucht ihr ein Rotbraun und wieder ein Orange. Am besten in größeren Tuben, ganz besonders wenn ihr viel Gelände verwittern wollt. Außerdem benötigt ihr noch Schaumstoff oder ein Schwämmchen zum Tupfen. Reißt den Schaumstoff grob zurecht, um eine unregelmäßige Oberfläche zu erhalten, und nehmt etwas von dem Rotbraun auf. Tupft das meiste davon aber wieder ab, damit wie beim Trockenbürsten nur noch wenig Farbe enthalten ist. Ich mache das auf meiner Trockenbürstpalette, das entsprechende Tutorial habe ich euch oben verlinkt. Tupft das Rotbraun dann großzügig auf die Stellen, wo ihr den Rost hinhaben möchtet. Nehmt dann etwas Orange in euer Rotbraun auf, tupft das meiste wieder herunter und hält die rotbraunen Stellen auf. Wiederholt das noch 1 bis 2 Mal und nehmt dabei immer etwas mehr Orange auf, sodass euer ursprünglich dunkles Rotbraun immer heller wird. Aber Achtung, je heller eure Farbe wird, desto weniger solltet ihr davon auftupfen. Das sorgt nämlich für maximalen Kontrast. Zum Abschluss nehmt ihr dann ein frisches Schaumstoffstück und ganz wenig von dem puren Orange, um letzte Rost-Highlights aufzutupfen. Und hier der Vergleich. Links das verdünnte Orange, was blitzschnell angemischt und aufgetragen war. Rechts der getupfte Rost, was ebenfalls einfach war und nur minimal länger gedauert hat. Das Tupfen mit den Farben hat übrigens noch einen willkommenen Nebeneffekt, denn es entwickelt sich dabei eine plastische Struktur. Und natürlich lassen sich beide Techniken auch kombinieren, indem ihr zuerst mit dem Rot, Braun und Orange tupft und dann noch stark verdünntes Orange auftragt. Wie gesagt, gerade wenn man viel Gelände oder ganze Spielplatten verrosten lassen möchte, sind das zwei super einfache, super schnelle und super günstige Techniken. Danach könnt ihr immer noch hier und da mit extra Washes, Drecktupfern oder Rosteffekten arbeiten. Die gröbste Arbeit ist dann aber schon erledigt und ihr verbraucht nicht so viel von euren teureren Produkten. Viel Spaß euch beim Verwittern und wir sehen uns dann in alter Frische nächsten Freitag. Bis dann!